Hi, ich bin Marspet und ich bin gerade in Armenien. Ich wurde hier geboren, habe aber dieses Land noch nie so wirklich entdeckt und das will ich jetzt ändern und nehme euch mit. Ich zeige euch, warum Armenien unbedingt eine Reise wert ist und teste, wie einfach ist es, dieses Land zu bereisen. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Armenien hat gerade mal knapp 3 Millionen Einwohner und ist von der Fläche her so groß wie Brandenburg. Ein kleines Land, in dem ich selbst bisher noch gar nicht so viel gesehen habe. Deshalb der Plan für meine Reise. Ich starte in der Hauptstadt Yerevan. Danach möchte ich meine Familie in der Region Ararat besuchen. In Etchmiadzin schaue ich mir die älteste Kathedrale der Welt an und fahre von dort mit Freunden nach Gümri. In Yerevan wollen wir Zipline fahren und in Gani ein Naturwunder besuchen. Auch den Sevansee wollen wir uns gemeinsam ansehen. Und zum Abschluss plane ich noch eine Tagestour in die Region rund um Datev, bevor ich wieder zurück nach Yerevan fahre. Yerevan ist die größte Stadt des Landes mit knapp 1,1 Millionen Einwohnern. Sie wird auch Pink City genannt, wegen der vielen rosaroten Gebäude. Die wurden aus einem Vulkanstein namens Tuf gebaut. Vor allem abends verwandelt sich das Zentrum der Stadt in ein Licht- und Musikwunder. Yerevan ist eine der ältesten Städte der Welt, sogar älter als Rom. Und Fun Fact: Überall in der Stadt stehen solche Trinkbrunnen rum, sogenannte Bulkulak. Das Wasser schmeckt gut und ist kostenlos. Das Beste aber, nächste Woche feiert Yerevan seinen Geburtstag. Der ist immer am 2. Sonntag im Oktober und diesmal will ich dabei sein. Bis dahin habe ich aber einiges vor. Erstmal will ich zu einem der wichtigsten Denkmäler hier, das etwas abgelegen liegt. Eigentlich könnt ihr hier alles zu Fuß machen oder günstig Bus und Bahn fahren. Diesmal nehme ich aber ein Taxi. Taxis sind hier im Vergleich zu Deutschland echt super günstig. Es gibt hier auch 2 Apps, die relativ bekannt sind, Gigi und Yandex. Mit denen kann man die Taxis buchen und die sind wirklich ziemlich günstig. Angekommen am Tsitsana-Gabert-Denkmal. Hier ist die Stimmung anders als im Zentrum. Das beeindruckende Denkmal soll an die 1,5 Millionen armenischen Opfer des Völkermords von 1915 durch das Osmanische Reich erinnern. Übersetzt bedeutet der Name Festung der Schwalben. Es steht als Mahnmal für Frieden und Gerechtigkeit. Um die armenische Geschichte besser zu verstehen, lohnt sich auch das dazugehörige Museum zu besuchen. Hier sehe ich, was der Genozid für die armenische Bevölkerung und ihre Identität bedeutet. Jetzt bin ich mit Alex verabredet. That's Alex. Hallo, wie geht's? Gut natürlich. Alex ist auch Journalist und will mir einige Hotspots im Land zeigen, wie dieses beliebte armenische Restaurant. Es soll hier ein bekanntes Brot aus Bergkarabach geben. Das Restaurant heißt Yerankuni Yerevan. Die Auswahl an traditionell armenischen Gerichten hier ist riesig. Gerne. Und da ist es. Jingalov Hats, eine Art Fladenbrot gefüllt mit fein gewürfelten Kräutern und Gemüse. Kann man easy selbst machen. Schmeckt etwas sauer. Sehr lecker. Wir zahlen knapp 20 € für alles und gehen weiter. Denn gleich nebenan ist ein Muss für jeden, der nach Armenien kommt. Die Kaskade von Yerevan. Schon hier unten gibt es an jeder Ecke etwas zu bewundern. Es gibt drinnen zwar Rolltreppen, aber man sollte, wie ich finde, unbedingt die 527 Stufen hochlaufen für diesen Ausblick. Und bleibt am besten bis zum Sonnenuntergang. Von oben wacht Tag und Nacht die Mother Armenia-Statue über Yerevan. Raus aus dem Trubel Yerevans. Ich fahre am nächsten Morgen zu meiner Familie, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Sie lebt in einem Dorf in der Region Ararat, in der Nähe der türkischen Grenze.
Ich bin hier geboren und habe meine ersten 6 Jahre hier gelebt. Ein sehr besonderes Gefühl für mich, wieder hier zu sein. Mein Onkel zeigt mir unseren riesigen Garten. Es gibt alles Mögliche an Obst und Gemüse. Wir grillen das Gemüse aus dem Garten, denn das Abendessen wartet. Und nach dem Essen geht's zurück in den Garten, denn ich habe eine Idee, was ich meinen Freunden in Deutschland mitbringen kann. So, die Zeit ist gekommen, aus dem Garten ein paar Granatäpfel zu pflücken. Der Granatapfel ist in Armenien heilig und steht für Leben, Einheit und Vielfalt. Daher taucht er auch überall in Armenien auf. Jetzt verstehe ich auch, warum meine Familie in Deutschland immer Granatäpfel kauft. So, diese ganzen Granatäpfel habe ich heute gepflückt. Geil. Was hier auch heilig ist, der Berg Ararat. Laut der Bibel landete Noah mit seiner Eiche nach der Sintflut auf dem Berg. Ursprünglich lag er in Armenien, doch das Land hat dieses Gebiet nach dem Ersten Weltkrieg an die Türkei verloren. Und mit diesem Ausblick geht mein Tag zu Ende. Heute geht's eine halbe Stunde entfernt zum Kloster Horvidab. Es liegt direkt an der türkischen Grenze. Das habe ich bisher nur auf Fotos gesehen. Was ein Ausblick. Krass. In Armenien gibt es über 4000 Kirchen. Das ist ungefähr eine Kirche pro 700 Einwohner. Und das hat einen wichtigen Grund. Armenien ist das erste Land der Welt, das das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat. Und darüber will ich mehr erfahren und treffe mich wieder mit Alex. Wir wollen nach Echmia ziehen, in der Nähe von Yerevan. Er will mir die älteste christliche Kathedrale der Welt zeigen. Die Kathedrale von Echmiadzin war ursprünglich eine einfache Basilika, wurde aber oft umgebaut. Drin sieht man noch Überreste davon. Und ich lerne hier, wenn man in Armenien eine Kirche wieder verlässt, geht man rückwärts raus. Damit zeigt man Respekt. In Gümri am nächsten Morgen. Das ist die zweitgrößte Stadt Armeniens und Alex' Heimatstadt. Gemeinsam mit Lilith wollen wir hier den Tag verbringen. In Schriften wird die Stadt schon 400 vor Christus erwähnt. Gümri ist bekannt als Stadt der Künste und für sein Handwerk. Zum Beispiel für diese Kreuzsteine, Khachkar genannt, die mehrere tausende Euro kosten. Die findet man überall in Armenien. Was man dagegen hier kaum noch sieht, 1988 gab es in Gümri ein heftiges Erdbeben, das die Stadt in unter einer Minute in weiten Teilen zerstört und Zehntausenden Menschen das Leben gekostet hat. Heute erinnern unter anderem diese Bilder im Zentrum der Stadt daran. Trotz oder vielleicht deswegen, die Stadt lebt. Hier ist einfach richtig viel los. Überall passiert irgendwas. Wir machen eine Free-Walking-Tour, bei der ich auch was über diese in Gümri bekannte goldene Karaffe lerne. Mushurba oder Gilgelan-Tasse genannt. Beim Trinken macht sie ein wirbelndes Geräusch. Es soll sich anhören wie das Zwitschern von Vögeln und die Nähe zur Natur zeigen. Und sie steht für die Gastfreundschaft und Freude der Menschen hier. Ich kaufe mir direkt eine für gut 40 Euro. Wir wollen etwas Action und fahren dafür nach Yenogavan. Hier kann man Zipline fahren im Yel Extreme Park. Der erste Abenteuerpark in ganz Armenien. Und wir, also Lilith, Alex und Arman, der jetzt auch dabei ist, haben gehört, es soll sich lohnen. Der Preis liegt bei umgerechnet ca. 30 Euro pro Person. Let's go! Das war so geil, Leute. Wenn ihr Höhenangst habt, dann kann ich euch den Gani Adventure Park empfehlen. Den haben wir auch ausprobiert. Der Park ist aus Yerevan nur eine Dreiviertelstunde mit dem Auto entfernt. Der Preis liegt bei ca. 16 Euro pro Person. Es gibt eine kurze Einweisung und eine Testfahrt und dann geht's richtig los.
Das war mega. Und wenn man schon in Ghani ist, dann darf man auf keinen Fall den Ghani-Tempel verpassen. Für knapp 3 € kommt man aufs Gelände. Er ist 2000 Jahre alt und der einzige seiner Art in Armenien. Nachdem das Christentum eingeführt wurde, wurden die meisten heidnischen Tempel zerstört. Der Ghani-Tempel hat überlebt. Auch ein schweres Erdbeben im 16. Jahrhundert. Er gilt heute als Symbol der Zerstörung, aber auch des kulturellen Erbes Armeniens. Heute ist der Tempel UNESCO-Weltkulturerbe. Genauso wie dieses Naturwunder. Nur 2 Kilometer vom Ghani-Tempel entfernt sind sie, die Symphony of Stones. Sie sehen aus wie eine überdimensionale Orgel aus Steinen. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. In einigen Geschichten wird erzählt, dass die Steine von Göttern erschaffen wurden, um die Stärke und Harmonie der Natur darzustellen. Wer dann Hunger bekommt, kann hierhin zum Ghani Rest House, ein Restaurant, aber auch ein Ort, an dem man sehen kann, wie Lavash gebacken wird. Ein traditionelles, sehr dünnes Fladenbrot, das in einem Tonofen bei fast 500 Grad gebacken wird. Kann Italiano, Max? Սահման չկա ջան, 50-ից շատ։ Միշտ ասենք լավաշը ձերքով են փոփում ու ուտում են։ Վերցրիկ։ Շատ համով է։ Ինչ են հայրդ, քան լավաշ սիրում։ Չի չաղացնում։ Հետո համով այլ։ Schon in der Antike hat man hier in der Region Lavash gebacken. Und seit 2014 ist Lavash ebenfalls auf der UNESCO-Liste, als Symbol der armenischen Gastfreundschaft, was ich hier auch komplett spüre. Ich darf dann auch mal ausprobieren, selbst Lavash zu backen. Այստեղը դասնայի, իսպեկ մուտպատը այսից կմցնես։ Aha, Մի ձեր թոնրաշրթներ դնեմ այստեղ։ Your bread was so good, she just took it for herself. Yeah. Դարվի ամուտ իսը կուհացի։ Fürs erste Mal gar nicht so schlecht. Zurück im Auto. Wir fahren jetzt zum Sevansee. Mitten im Nowhere, hier man wir sehen, ich habe einfach 4G. Das hat man irgendwie fast überall in Armenien. Der Sevansee ist mit seinen über 2000 Metern über Meeresspiegel einer der höchsten Hochgebirgsseen der Welt und doppelt so groß wie der Bodensee. Es ist einfach so frische Luft hier. Der Sevansee ist das größte Süßwasservorkommen im ganzen Südkaukasus. Er wird auch als Perle Armeniens bezeichnet. Doch der See kämpft ums Überleben. Verschmutzung und der Klimawandel machen ihm zu schaffen. Den besten Blick auf den See habt ihr von hier oben. Perfekter Spot zum Chillen, zum neue Freunde finden und... Wie ich sehe, ist hier der Touri-Hotspot, um Fotos zu machen. Das ist das Kloster Sevanavang. Könnt ihr übrigens kostenlos besuchen. Zurück nach Yerevan. Ruhe vor dem Sturm. Denn morgen startet das große Geburtstagswochenende der Stadt. Ich freue mich schon mega drauf. Vorher will ich aber noch einen Ausflug machen, und zwar in den Süden des Landes. Ich buche mir eine Tagestour. Das geht hier super easy und ist auch günstig. Ich zahle für die Tour umgerechnet ca. 20 €. Uhrzeit und Treffpunkt der Tour werden mir vorher per WhatsApp geschickt. Los geht's um 7 Uhr morgens. Ich bin mit einer Gruppe Touris unterwegs. Erster Halt Rânsoresk. Um dahin zu kommen, müssen wir aber über diese Hängebrücke laufen. 160 Meter lang und 63 Meter hoch. Ich habe eigentlich nicht so Höhenangst, aber das Ding wackelt schon ordentlich. Das ist auf jeden Fall nichts für Leute mit extrem Höhenangst. Aber für diesen Ausblick lohnt es sich auf jeden Fall. Und hier haben mal Menschen gewohnt. Ca. 10.000 bis 15.000. Es war mal ein Höhlendorf und wurde im Mittelalter gegründet. Die Lage hat sie gut vor Feinden geschützt. Viele haben hier noch bis ins 20. Jahrhundert gelebt. Es geht weiter zum Sharky Waterfall, einer der höchsten Wasserfälle in Armenien. Und natürlich muss ich hochklettern und das Ganze von oben bestaunen. Wir haben es geschafft. Der Wasserfall ist auch ein wichtiger Energielieferant für die Region. In der Gegend ist nämlich eine Wasserkraftanlage.
Nächste Station, Datev. Mit dieser Seilbahn, die übrigens den Guinness-Weltrekord hält für die längste Seilbahn ohne Zwischenstopp, geht's zu meinem absoluten Tageshighlight. Der Blick vom Datev-Kloster ins Tal. Mit den Einnahmen der Seilbahn wird übrigens das Datev-Kloster finanziert. Ihr bezahlt umgerechnet 20 € für hin und zurück. Was ein Tag. Mit vielen Eindrücken geht's zurück nach Jerewan. Darauf warte ich schon die ganze Zeit. Jerewan feiert Geburtstag. Alle sind eingeladen. Es gibt diverse Events in der ganzen Stadt. Wie geil sieht das bitte aus? Es gibt auch ein Ballonfestival. Ein Flug kostet damit ca. 200 €. Für die Menschen hier ein Highlight. Շատ լավ, շատ ուրախ, որ ուրիշ երկրներից օրինակ գալիս են Հայաստան նայում են, շատ ողջունելի է։ Abends gibt es mehrere Konzerte und Lightshows. Mit dieser tollen Stimmung endet auch meine Reise in Armenien. Mit Alex, Lilith und Alman. Sie haben mir gezeigt, wie besonders mein Herkunftsland eigentlich ist. Ein Land, das viel mehr zu bieten hat, als ich gedacht hätte und einfach zu bereisen ist. Ich komme auf jeden Fall wieder.